Ich habe hier gerade mit Spachtelmasse gearbeitet und die trocknet gerade auf der Leinwand. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach spontan hier meine 2 Netze, die so schon so lange im Regal liegen, und guck mal, was ich damit machen kann. Die finde ich schon so lange so inspirierend. Und die wellen sich ja auch schon so von alleine, ne? Guck mal, also was für eine schöne Form, wie eine Schleife hier auf der Leinwand. Ja, das finde ich spannend. Also ich weiß es noch nicht, wie ich das hier forme, aber ich mache das einfach mal. Ich klebe dir jetzt einfach mal auf die Leinwand drauf. Das kennst du ja auch schon. Ein paar Videos habe ich ja schon dazu. Ja, normalerweise wäre das schon lange im Müll gelandet, aber dieses Netz ist irgendwie jetzt aus Kunststoff und das finde ich immer so ein merkwürdiger Widerspruch. Wir verwenden das ja irgendwie nur ganz kurz, aber das Material bleibt sehr lange bestehen. Ja, an den Kanten wieder festdrücken, das kennst du auch. Aber ein paar sind ja hoch und jetzt nehme ich hier die Form einfach nochmal auf. Denn irgendwie sieht es ja doch aus wie ein Vogel, finde ich. Aber ich will keinen Vogel. Nee. Wir lassen es fließen oder fliegen oder ja, spüren Leichtigkeit und haben ein bisschen Spaß hier mit den Farben jetzt. Wenn ich sie denn aufkriege. Sorry, ihr kriegt das, glaube ich, immer mit. In jedem Video kriege ich die Deckel immer nicht ab. Ja, jetzt kann das laufen hier. Schau mal, wie schön das in die Struktur reinläuft. Und mit dem Wasser können wir es nochmal nachlaufen lassen. Das ist doch ein toller Effekt. Und auch nochmal richtig fließen lassen. Ja, jetzt kann hier die Farbe richtig gut unterm Netz lang laufen. Kommen hier so Beine raus. Ja, ich glaube, die mag ich gerade nicht. Die nehme ich hier nochmal weg ein bisschen. Ja, da ist so ein Loch entstanden, da will ich nochmal schwarz draufkippen. Ah, eingetrocknet. Es ist so warm hier auch gewesen die Tage. Jetzt ist nichts mehr drin. Okay. Ja, probiere ich nochmal hier mit Wasser ein bisschen was anzulösen. Aber ich glaube, nee, Mist. Okay, muss ich nachher was Neues holen. Machen wir anders weiter. Vielleicht soll es nicht sein, ich weiß es nicht. So, ich habe mir noch dann schwarz geholt, das ging nicht. Der Braunton gefällt mir nicht. Mischen kennst du, du weißt, wie man mischt. Aus dem Grundkurs. Hier ist immer noch viel Wasser drauf. Ich nehme jetzt einfach mal einen Schwamm. Aber ist auch nicht schlecht, weil so kann die Farbe so schön laufen. Deswegen habe ich ja die Netzstruktur, weil ich einfach auch sehen wollte, genau das eigentlich ja sehen wollte, genau. Und mit dem Schwamm kennst du ja, da haben wir auch gerade letzten Sonntag mitgearbeitet. Das heißt, du bist ja eigentlich schon gut drin.
vielleicht mischt sich das hier noch ein bisschen mit dem Gelb zu orange, aber nein, natürlich nicht. Viel zu viel braun, viel zu wenig gelb. Aber warum nicht? Ich glaube, der Rosaton passt gar nicht schlecht. So schön weich, die Übergänge jetzt. Richtig schön. Aber ich nehme einfach nochmal ein Stück Pappe. Ich will hier nochmal ein bisschen die Farbe verstreichen auch. Also du kannst auch einfach einen Spachtel nehmen. Ich nehme einfach ein Stück Pappe hier. Das habe ich hier gerade liegen gehabt. Also kannst du auch einfach einen Haushaltsschwamm, ein Stück Pappe, fertig. Normalen Pinsel und jetzt ein paar Linien noch, die Farbe noch ein bisschen verstreichen. Ich versuche es nochmal mit dem Schwarz. Ist witzig, das hatte ich schon zu Anfang ja gedacht. Irgendwie hier oder irgendwo da. Jetzt ist es so ein Kreis geworden, finde ich eigentlich auch ganz gut. Eigentlich wollte ich es gerade verstreichen komplett. Aber ich glaube, ich lasse das so. Das ist auch nochmal so eine Form, so eine abstrakte. Gefällt mir gut. Hat was. Ja, ein sehr robustes Material. Das Orange kann ich gut sichtbar lassen auch, finde ich. Aber ich will jetzt noch mal ein bisschen auch Orange nachlaufen lassen. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Ja, ich kann das nicht zu sehr verdünnen, ne? Sonst verliert das die Leuchtkraft. Dann wird es zu transparent. Und ich will da schon so einen Knaller noch haben. Also ein bisschen drauf kippen, ein bisschen nachhelfen. Das Bild ist noch nass, aber ich habe hier immer so Proberahmen, wie ich natürlich immer gleich sehen jetzt, wie das aussieht. Und der schwarze Rahmen passt ja auch, finde ich. Ja, kann ich erstmal so lassen. So schnell, so schön, finde ich. Also gefällt mir total gut. Hätte ich mir so nicht vorstellen können.
Also keine Ahnung. Einfach machen, wie immer, drauf los, nicht lange überlegen, aber es war auch ein richtiger Moment. Ich hatte gerade vorher ja was anderes gemacht und dann passte das irgendwie. Also einfach machen, immer wieder, passt eigentlich immer, ne? Kennt ihr ja. Also jetzt bist du dran. Lass du die Farben fließen, aber vor allen Dingen eben deine Gedanken. Nimm dir einfach die Freiheit, nimm das, was du da hast, was dich eh schon so lange triggert vielleicht, was unbedingt auf die Leinwand soll. Ja, und das kennst du. Viele haben den Kurs erworben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Da geht es ja ums Weitermachen, intuitiv malen und weitermachen. Also schön, dass du hier bist. Hab einen ganz schönen Sonntag und jetzt geht's los. Los, mach. Jetzt bist du dran. Ein schöner Moment war das, einfach zu starten. Ich war eben guter Dinge und dementsprechend war auch die Umsetzung. Also es ging einfach gut von der Hand und hinterher fühlt man sich dann auch ganz zufrieden. Auch mit der Farbwahl. Ich hatte ja keine Planung vorher und hatte keine Erwartung so richtig. Also habe ich es einfach auch laufen lassen. Und diese Neugier hat mich durch das Werk getragen. Also wie fließt das jetzt? Wie kriege ich diese Haptik in das Bild, diese Dreidimensionalität? Ich hatte kein anderes Bild vor Augen und musste mich an irgendwas orientieren, sondern nee, ich konnte einfach ausprobieren und gucken, was passiert. Und das ist ja immer sehr, sehr schön. Und wenn man dem Ganzen noch ein Thema gibt, hat das nochmal einen anderen Sinn. Also wenn du viel arbeitest und irgendwann denkst, ja, okay, ja, eigentlich reizt mich immer das Experimentieren und es macht mir so viel Spaß, auf der Leinwand zu malen und zu entdecken. Aber irgendwie fehlt dem Ganzen immer noch was. Dann sind das eben auch Themen, die du reinbringen kannst. Kunst als Sprache zu nutzen. Und darüber spreche ich ja in meinem Buch, in meinem neuen. Vielleicht hast du es schon gelesen. Also wirklich auch dann deine Emotionen zu äußern. Und bei mir ist es jetzt eben das Thema gewesen, dieser Widerspruch. Also ein Material, es muss kurz irgendwas halten und dann landet es wieder im Müll. Es ist aber so unglaublich unkaputtbar. Das ist natürlich ein Thema für mich, was ich über meine Kunst fassen kann, wo ich drüber nachdenken kann auf einer komplett anderen Ebene. Und das ist eben auch Kunst, Dinge auf einer anderen Ebene zu begreifen und Lösungen zu finden oder auch noch nicht mal das. Muss gar nicht sein, muss gar keine Lösung her. Also, schön, dass du hier bist. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke vor allen Dingen fürs Teilen und fürs Liken und besonders danke für deinen Kommentar. Das ist wirklich, wirklich schön. Daraus ist so viel mehr geworden. Also dieser Austausch hier ist einfach total toll. Also danke und hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.